Abschlagsfreie Rente mit 63, großer Irrtum. Kann man nach 45 Arbeitsjahren wirklich abschlagsfrei in Rente gehen? 43 Arbeitsjahre und 2 Jahre vor Renteneintritt arbeitslos, reicht das aus? In diesem Video entlarve ich die Lüge mit der Rente von 63. Und am Ende verrate ich einen Trick, den viele nicht kennen. Bleib also dran, es lohnt sich. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Drücke gern die Glocke, um alle Inhalte mitzubekommen, und gebe gerne einen Daumen nach oben, falls dir das Video gefallen hat. Anregungen, Fragen oder sonst etwas, alles bitte unten in die Kommentare schreiben. Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Rente nach 45 Jahren, die 2012 eingeführt wurde. Damals gab es tatsächlich Jahrgänge, die mit 63 ohne Abschlag in Rente konnten. Das gilt leider heute nicht mehr. Also nur bis zum Jahrgang 1952 konnte man tatsächlich abschlagsfrei in Rente gehen. Wann man mit 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen kann, hängt natürlich vom Geburtsjahr ab. Man kann maximal 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen, also heutzutage. Mal ein Beispiel dazu: mit Jahrgang 1958 kann man genau mit 66 Jahren in die Regelaltersrente gehen. Mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte geht das aber schon mit 64 Jahren, also genau 2 Jahre früher. Also Regelaltersgrenze 66 Jahre, 45 Jahre Wartezeit erfüllt, dann kann man mit 64 abschlagsfrei in Rente gehen, aber nicht mit 63. Wer 45 Jahre Wartezeit erfüllt hat, kann also 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Wer mit 63 Jahre in Rente gehen möchte, kann das nur mit Abschläge. Rentenanspruch setzt sich ja zusammen aus diesen 4 Faktoren: Rentenwert, Zugangsfaktor, Rentenfaktor und Entgeltpunkte. Und diese 4 Faktoren werden dann für die Berechnung der Rente zugrunde gelegt. Ich habe hier mal eine kleine Tabelle erstellt, um das verständlich zu zeigen. Also halte das Video ruhig an, wenn dein Jahrgang dabei sein sollte. Ich habe jetzt hier nur stellvertretend für alle 7 Jahrgänge aufgeführt, aber ich denke mal, das ist ausreichend. Also jeder Monat, den du eher in Rente gehst, kostet dich 0,3% Abschlag von der jeweils zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Rente. Was zählt nun alles zu diesen 45 Versicherungsjahren? Ich habe es hier mal in einer Übersicht dargestellt. Also das sind diese Pflichtbeitragszeiten, dann Krankengeld, Arbeitslosengeld. Also Arbeitslosengeld nicht unmittelbar 2 Jahre vor Renteneintritt, ansonsten ja. Dann eigene Beiträge auf Minijob und Kindererziehungszeiten, Wehr- oder Zivildienst, Übergangsgeld und Pflege von Angehörigen. Also ich habe das eben schon ganz kurz erwähnt, das Arbeitslosengeld 1 zählt grundsätzlich zu den 45 Jahren mit, aber nicht 24 Monate vor Rentenbeginn. 24 Monate vor Rentenbeginn zählt Arbeitslosengeld nicht als anrechenbare Wartezeit. Das wissen viele nicht, deswegen habe ich das hier auch nochmal dargestellt, extra so mit ein paar Bildchen, dass sich das auch einprägt. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar, wenn jetzt die Firma Insolvenz geht und der Arbeitgeber den Betrieb vollständig aufgeben muss, also schließen muss, und die Arbeitnehmer gehen dann in die Arbeitslosigkeit. In dem Fall wäre denn, dass die Zeit mitzählt. Ja, welchen Trick kann man nun anwenden? Den hatte ich ja am Anfang versprochen. Also wenn du jetzt 43 Arbeitsjahre voll hast und 24 Monate Arbeitslosengeld 1 noch vor dir und du hättest dann deine 45 Jahre voll, denkst du, hast du aber nicht, weil die 24 Monate Arbeitslosengeld keine Anrechnungszeit sind, dann kannst du aber trotzdem auf 45 Versicherungsjahre kommen, wenn du nämlich einen Minijob annimmst und während der Ausübung dieses Minijobs aktiv eigene Beiträge zur Rentenversicherung einzahlst.
Damit machst du aus deinem Minijob eine sogenannte Pflichtversicherungszeit, die dann auch bei den 45 Jahren zählt. Also wenn du deine vorgezogene Rente planst und feststellst, dass du nicht auf die 45 Jahre Versicherungszeit kommst, aber noch Arbeitslosengeld 1 beziehen musst, ist das kein Problem, wenn du nebenbei einen Minijob machst und dafür Rentenbeiträge abführst. Zu einer Steuerpflicht führt ja dieser Minijob nicht, wenn der Arbeitgeber ordnungsgemäß diese 30% abführt, also diese 15% Rentenversicherung, 13% Krankenversicherung und 2% pauschale Lohnsteuer. Führt er die 2% pauschale Lohnsteuer nicht ab, dann wird er steuerpflichtig. Ein Hinweis hier noch, und zwar, eine Steuererklärung musst du auf jeden Fall einreichen, weil Arbeitslosengeld 1 eine Lohnersatzleistung ist. Also hier nochmal zur Erinnerung, wer eine Lohnersatzleistung von mehr als 410 € im Jahr bezieht, ist zur Abgabe einer Steuererklärung bis zum 31.07. des Folgejahres verpflichtet. Das steht aber eigentlich auch in jedem Schreiben von der Bundesagentur für Arbeit. Also Arbeitslosigkeit, die jetzt länger zurückliegt, wird natürlich berücksichtigt. Wie sieht es aber jetzt aus, wenn du kurz vor deiner Rente noch eine Gehaltserhöhung bekommst? Also natürlich freut sich über eine Gehaltserhöhung jeder. Es werden dann auch höhere Beiträge abgeführt. Aber im Vergleich zum gesamten Versicherungslauf des Arbeitslebens führen diese nicht zu einer sprunghaften Erhöhung der künftigen Rente. Also die Rentenhöhe hängt nicht von den Einzahlungen der letzten Arbeitsjahre ab. Das ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube. Also viele denken, die letzten 10 Jahre oder die letzten 3 Jahre zählen. Nein, das ist nicht richtig. Es wird der gesamte Verlauf des Arbeitslebens berücksichtigt. Ja, und was ist mit Krankheit kurz vor der Rente? Also Krankheit zählt anders als das Arbeitslosengeld zu den Anrechnungszeiten kurz vor der Rente. Man zahlt ja von dem Krankengeld, man kriegt ja Brutto- und Netto-Krankengeld und von dem Brutto wird ja noch ein Beitrag zur Rentenversicherung abgeführt und somit hat man denn Anrechnungszeiten erworben. Wichtig ist auch hier, dass Krankengeld eine Lohnersatzleistung ist und auch hier wieder, wenn du über 410 € im Jahr kommst, bist du verpflichtet, bis zum 31.07. des Folgejahres eine Steuererklärung einzureichen. Das steht aber auch in allen Schreiben von den Krankenversicherungen drin. Es liest sich bloß keiner durch. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal kurz die Zusammenfassung an. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Also solche Schlagzeilen in der Bild-Zeitung wie die Rente mit 63 wird immer beliebter, ist nicht richtig und weckt einfach falsche Erwartungen bei den betroffenen Personen. Wer 45 Arbeitsjahre voll hat, kann mit 63 in Rente gehen, aber nur mit Abschlägen. Wer 43 Arbeitsjahre voll hat und unmittelbar vor Renteneintritt in die Arbeitslosigkeit geht, hat nach diesen 2 Jahren Arbeitslosigkeit trotzdem nur 43 Arbeitsjahre, weil in diesem Fall kurz vor Renteneintritt die Arbeitslosigkeit nicht zu den Anrechnungszeiten zählt. Also davor sind es Anrechnungszeiten, unmittelbar vor Renteneintritt zählt es nicht zu den Anrechnungszeiten. Eine Ausnahme gibt es bei Insolvenz des Arbeitgebers, wenn dieser den Betrieb komplett aufgeben muss. Also der Betrieb wird aufgelöst. Wer unmittelbar vor der Rente krank wird und Krankengeld bezieht, hat während der Krankschreibung Anrechnungszeiten, weil ja vom Krankengeld Rentenversicherungsbeiträge abgeführt werden. Ja, und nun zum Schluss noch ein kurzer Hinweis zu den Steuern. Wer also Arbeitslosengeld bezieht oder Krankengeld bezieht, ist auf jeden Fall zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, weil es sich um Lohnersatzleistungen handelt, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Das steht auch in jedem Schreiben drin von der Krankenkasse und auch vom Arbeitsamt. Sofern diese Leistung mehr als 410 € im Jahr beträgt, ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben.